So kann man sich sein Tag rumkriegen, sein Geld verdienen, den ganzen Tag da sitzen und aus dem Fenster schauen. Ne? Ich kann nicht, wie viele Meilen ich heute wieder geschluckt habe, weil was ich vorhin erzählt habe von 530 Meilen, das war ja seit dem letzten Tanken. Das bin ja nicht alles heute gefahren. Wann habe ich zuletzt getankt? Vor 3 Tagen. Apropos tanken, hier haben wir eine Orlen. Orlen, das sind die staatlichen Tankstellen in Polen. 6,41 fürs Benzin und 7,14 fürs Diesel. Also noch bin ich immer gut. Ich habe für 6,30 getankt, also bis jetzt war meine Entscheidung richtig, dort in Jelena Góra zu tanken. Ist jetzt natürlich klar, wenn du von Deutschland rüber kommst, fährst du nicht 80 Kilometer nach Jelena Góra, das macht keinen Sinn. Aber ich war jetzt ohnehin auf dem Weg, ne? Und wenn man halt schon an der Billigtanke vorbeikommt, dann nimmt man die auch mit. Die Gelegenheit, nicht die Tanke nimmt man mit, sondern die Gelegenheit. Nicht damit mich wieder hier jemand absichtlich falsch versteht, ne? Scheiße, jetzt hat's mich erwischt. Guck, 6,19. 6,19, die Tanke ist billiger. Ich habe für 6,30 getankt. Wenn ich jetzt gelenkig wäre, würde ich mir in den Hintern beißen, ne? Die Vatis 6,19. Vatis ist immer die billig. Ich tank sonst einmal in der Vatis, aber im Bienz. Aber die Vatis habe ich gar nicht mehr gedacht, dass die hier auf dem Weg liegt, ne? 6,19. Jetzt bin ich also 11 Groschen pro Liter in der Arsch gekniffen, ne? Und ich habe gedacht, mit 6,30 wäre ich billig gewesen heute, ne? Das muss ich gleich mal rechnen. 6,30 habe ich bezahlt. Und hier wären es 6,19 ist 11 Groschen mal 115 habe ich getankt, wären 12 Swati. 12 Swati wäre hier billiger gekommen. 12 Swati sind ungefähr 3 Euro. 3 Euro hätte ich sparen können, wenn ich hier getankt hätte. Ja, ich habe nicht mehr dran gedacht, dass hier ja auf dem Weg eine Vatis liegt. Ich habe mich jetzt nur auf die Tanke in Nova Karlsmar konzentriert. Und da komme ich jetzt vorbei, da kostet es dann 6,10 oder so. Na, da drehe ich durch. Was ich da hätte, jetzt habe ich wieder 3 Euro. Vorhin habe ich mich noch gefreut, dass ich 3 Euro gespart habe und jetzt habe ich plötzlich 3 Euro verloren. So schnell geht's. Guck dir mal die alte Lok an hier. Und die steht noch unter Strom, die fährt noch. Die ist angeschlossen. Die ist noch aus einem Stück gefeilt. Und die fährt noch. Was haben sie denn hier für Löcher gemacht? Ach, da machen sie jetzt eine Fußgängerinsel. Was? Was? Da? Was? So. Ja, hier ist Shell, da braucht man nicht schauen. Shell ist teuer, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Wenn du bei Shell tankst, kannst du gleich in der Apotheke kaufen. Interessant, die allererste Tanke, wo die Bertha Benz damals auf der Fahrt mit dem Benz Motorwagen unterwegs war,
die hat auch an der Apotheke das Benzin gekauft. Ne? Also die erste Tankstelle war tatsächlich eine Apotheke. Und dann erklärt sich das auch, warum die so teuer sind, ist klar. Ne? Der hat hier ein Bild von einem Hund hinten drin, aber ich sehe keinen Hund. Ich sehe nur das Bild vom Hund. Darf der Hundi heute nicht mit? Boah, wenn ich das sehe, wie eng dass der Fahrer und Beifahrer zusammensitzen in so einer Seifenkiste, ne? Das könnte nicht helfen, sowas. Beim normalen Auto kann man vorne zu dritt sitzen und hat noch Platz zum Beifahrer. Und hier bei mir im Truck könnte man theoretisch vom Platz her auch zu dritt sitzen, aber es geht halt nicht, weil ich in der Mitte die Kiste da habe, wo die Lieferscheine drin sind und die Ding, also der hat nur einen Zweisitzer. Ne? Man könnte den aber auch als Dreisitzer bestellen, dann hat er halt keine Mittelkonsole. Ne? Und ich habe ohnehin die serienmäßige Mittelkonsole raus und habe mir eine selbstgebaute Mittelkonsole rein, weil ich hab da so eine Hängeregistratur. Wer jetzt aus dem Büro kommt, der weiß, was damit gemeint ist. Und da gibt es so tragbare Hängeregistraturen, so kleine, die sind so, ja, ich hatte jetzt keinen Sinn, das jemand zu erklären. Also so diese Hängeregistraturen, das sind so wie nennt man das, DIN A4 Größe, da, und dass die da halt reinpassen. Ne? Und das habe ich mal diese Kiste hier so angepasst, dass ich die da rein und rausnehmen kann. Da muss ich nicht jedes Mal die Mappe mit den Lieferscheinen aus dem Büro rein und raus. Ne? Und da habe ich das hier alles gut sortiert. Da kann ich dann die bearbeiteten Lieferscheine in eine separate Mappe tun und so weiter. Und dann ist das alles zack, zack gut aufgeräumt und dann liegt man hier nicht alles auf der Ablage rum. Ne? Und wenn du um die Kurve fährst oder bremsen musst, dann liegt es dann auf dem Boden. Das sind ja wichtige Dokumente, die Lieferscheine. Ne? Und so habe ich alles in der Ordnung zusammen. Und ich nehme aber nicht die ganze Registratur mit ins Büro, sondern tue dann nur die beiden Mappen raus mit den Lieferscheinen. Ne? Oh, das war jetzt auch knapp hier. Ich werde dem anderen beinahe hinten dran gefahren. So, na komm, vorbei. Dann lassen wir den einen noch vorbei. Und dann muss ich mir aber auch rüber quetschen. Ja, Achtung, hier ist 50 und die halten jetzt an für den Radfahrer da. Weil wir sind immer noch innerorts, ne? Oder sind wir schon am Ortsschild vorbei? Ne, ich glaube nicht, oder? Jedenfalls ist hier 50 erlaubt, weil hier die Kreuzung. Das ist auch blöd, wenn du hier, ich bin schon von der Seitenstraße hier gekommen, wenn du da raus willst, na, und du erwischt eine Tageszeit, wo viel Verkehr ist, da kommst du hier kaum raus. Ich biege dann immer rechts.